Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch bei allerbestem Wetter am ehemaligen Korpsdepot der Bundeswehr in Luttmarsen. Hier ist normalerweise kein Zugang, da die Bundeswehr dieses Gelände immer noch aktiv nutzt, aber nicht eben in seiner Verwendung als Depot, sondern lediglich zu Übzwecken. Wir können uns hier heute auf dem Gelände frei bewegen, da wir uns, wie ihr schon im Hintergrund hört, auf einem militärhistorischen Kfz-Treffen hier befinden. Das ist von so einer Reservistenkameradschaft ausgelobt worden. Das Ganze schauen wir uns hier mal an. Also werde ich auch davon auch ein paar Bilder damit einpflegen lassen. Und ich gucke mal, inwiefern wir hier das Ganze filmen können. Ja, ich hoffe, dass ich hier ein spannendes Video zusammenbekomme, weil, wie gesagt, diese Struktur kann man normalerweise nicht begehen. Und ja, deshalb ist auch jedem davon abgeraten, sich hierhin zu bewegen, denn es ist halt offizielles Bundeswehrgelände. Gut. Ja, wir fangen ja mal an hier. Ne? Wir haben einfach den Eingangsbereich. Was ich schon gesehen habe, weil ich da gerade schon auf dem Gelände drauf war, ist, dass hier recht viel Struktur vorhanden ist. Auf dem Korpsdepot, und hier vorne fängt das Ganze mit der Wache an. Und ich habe hier bei der Wache schon mal eine ganz interessante Struktur entdeckt. Das schauen wir mal eben kurz hier vorne nach, denn wir haben hier so eine kleine Schutzmauer, von der aus man hinter dem Wachlokal, beziehungsweise wenn man dann im Wachlokal ist und nach vorne raus wirken möchte, hat man hier richtig klasse angelegt, so einen Durchlass in der Mauer. Und wenn man hier hinter steht, hat man genau die Position, die man benötigt, um hier vernünftig ein Gewehr anlegen zu können, um nach vorne raus zu wirken. Ja, das Wachlokal selber sieht so aus. Wir haben hier recht eine alte Struktur, das heißt, diese Fenster sind sogar noch aus Holz. Da wurde irgendwann einfach auch nicht mehr modernisiert, die ganze Geschichte. Wir haben hier oben noch die typische Bogenlampe, da hat man aber auch mal irgendwann den Kopf von abgemacht und gegen irgendwie so einen Halogenstrahler ausgetauscht. Ja, ansonsten befindet sich dann hier so gesehen das Wachgebäude. Und ich schaue euch gleich wieder zu, wenn wir uns dahinter befinden. Ja, also da vorne aus der Ecke kommen wir. Das hier ist immer noch das Wachgebäude. Ich bin hier vorne so ein bisschen verhalten mit dem Film, weil hier vorne steht auch direkt das Empfangskomitee für dieses Treffen. Ne, ich möchte die Leute jetzt da nicht zu sehr auf den Plan rufen, dass ich hier Dienstgeheimnisse der Bundeswehr verfilme. Sind es natürlich nicht. Interessant ist, wir haben alles durchnummeriert, die Gebäudenummern. Das heißt, das ist die 14. Das ist hier vorne diese Wache, das ist die 1. Und hier haben wir noch so ein Teil, das ist in irgendeiner Weise eine Kfz-Halle. Da sind ein paar Öffnungen, ein paar Toröffnungen. Das ist Gebäude Nummer 2. Und hier rechts seht ihr schon den Schornstein. Das heißt, wir haben da vorne das Heizkraftwerk. Da hinten, ja, wir gucken vielleicht gleich noch mal eben nach vorne. Das ist halt auch noch eine vergitterte Struktur hinter der Wache. Sieht ganz interessant aus. Hier hat man sicherlich auch mal irgendwie so eine Art Grillplatz oder sowas gehabt. Aber die 14 ist interessant, denn die 14 ist der ehemalige Hundezwinger. Und das ist natürlich auch eine ganz interessante Struktur hier. Wir schauen uns das mal eben an. Hier die entsprechenden Boxen, wo die Hunde drin waren. Ja, was man so braucht. Ein Wasseranschluss, um das hier mal sauber machen zu können. Hier ist entsprechend so eine Spülrinne. Das Ganze ist natürlich alles so ausgelegt, dass man das jederzeit mit einem Schlauch mal eben reinigen kann, die Sache. Das kann man also sehr einfach säubern. Ja, hier hinter haben wir noch mal einen Zaun und hier haben wir noch so eine kleine Auslauffläche. Da gehe ich von aus, dass es einfach ein Freilauf ist für die Hunde, oder vielleicht hat man hier dann auch teilweise ein bisschen Hundetraining noch gemacht. Ja, diese Struktur wollte ich auf jeden Fall nicht vorenthalten. Finde ich interessant. Wofür dieser Zaun jetzt hier letzten Endes war, oder diese Öffnung, könnt ihr mir vorstellen, dass wir hier auch sowas in der Art haben, wo man dann vielleicht mit den Hunden noch irgendwie üben konnte. Naja, so, wir gehen jetzt wieder nach vorne in den Bereich, beziehungsweise ich
Schaut euch dann wieder dazu, wenn ich auf dem eigentlichen Depotgelände bin. Hier kann sein, dass ich noch mal eben einmal grob oder einmal ja, halt grob drüber her filme, aber ohne irgendwie großartige Moderation dann. Bis gleich. Ja, ich denke, voller Bereich kann ich gleich noch mal ein bisschen abfilmen. Ja, wir sind halt hier schon auf dem Core-Depot-Bereich. Hier ist die Ausstellung. Ja, ich denke, allgemein ist es jetzt kein Thema hier zu filmen, weil das ist ja nun mal militärhistorisches Fahrzeugtreffen. Hier wird mit Sicherheit noch der eine oder andere filmen, von daher alles gut. Wir kommen von aus dem linken Bereich, gehen mal hier vorne zunächst rechts ab und da sehen wir schon direkt so einen Lagerschuppen. Unspektakuläres Funktionsgebäude, ganz einfach. Das ist das Gebäude Nummer 15. Ja, ich gehe da mal eben hier, ich schwenke nochmal mit der Kamera hier so nach links, weil ich möchte nicht unbedingt die ganzen Autos da mit drauf haben, sondern das wir pixeln müssen. Also da vorne geht es gleich auch noch rein. In dem Bereich habe ich schon gesehen, gibt es glaube ich auch Verpflegung etc. Das schauen wir uns dann gleich nochmal eben aus der Nähe an. Ja, so dieses Gebäude hier, das lasse ich jetzt auch mal sein, wegen der Autos eben, die davor stehen. Das ist auch wirklich nicht sonderlich interessant, ihr habt es ja gerade schon gesehen. Gucken wir mal, was wir noch auf dem Gelände finden. Jetzt macht die Strecke hier auf jeden Fall eine Gabelung. Einmal geht es nach links ab, einmal geht es nach rechts ab. Da gehen wir jetzt auch noch mal eben schauen, was uns da erwartet in den rechten Bereich. Ja, und wenn ich da hinten bin, nehme ich euch dann wieder mit. Ja, hier haben wir die gute alte Löschwasserzisterne. Hier vorne auch mit entsprechenden ja, Betonelementen, so leicht splittergeschützt, leichte Verbunkerung, so kann man es auch nennen. Ja, hier auf dem Vorplatz stehen auch schon wieder Autos. Da können wir jetzt auch nicht filmen. Ja, hier ist wahrscheinlich auch so ein Ausstellercamp, denke ich. Hier vorne steht nämlich auch ein Zelt aufgebaut. Hier werden wohl die Leute, die hier mit dem Kfz vor Ort sind und das zeigen, die werden hier wahrscheinlich einfach auch auf dem Gelände campieren können. Schöne Sache. Hier haben wir ein Feldsprechhäuschen. Jetzt pass mal auf, ob wir da was finden. Affengeil. Das ist natürlich richtig toll. Hier könnte man jetzt noch vorne in der Wache anrufen. Da ist nur keiner da. Aber schön, dass das hier noch so, erhalten ist. Ja, das ist halt hier ein Gelände, ja, was ja letzten Endes nie ein Lost Place war. Es wird zwar nicht mehr genutzt durch die Bundeswehr, also beziehungsweise nicht mehr in seiner eigentlichen Funktion genutzt, aber ist halt natürlich immer noch unter der Aufsicht der Bundeswehr. Hier haben wir Gebäude Nummer 11. Das ist hier ein ganz typisches, ich sage jetzt einfach mal Schleppdachgebäude. Es ist aber ein Polschuppen, ne? Petrol Oil Lubricants. Hier hat man entsprechende Gefahrstoffe drin gelagert. Gucken wir gleich mal, ob wir so ein Ding finden, wo ein bisschen weniger drin ist. Dann gehen wir da auch noch mal eben rein. Zeige ich euch noch mal eben die Struktur. Ja, hier vorne haben wir auch irgendeinen elektronischen Kasten. Hier ist das nächste Gebäude. Ja, Gebäude Nummer 10 ist das. Und wie gesagt, ich habe jetzt keine Lust, hier ständig irgendwelche Kfz-Kennzeichen zu verpixeln. Deshalb filmen wir hier mal eben in den Wald hinein. Ja, den Polschuppen Nummer 10. Da sind auch irgendwelche Sachen drin. Ein paar Baumstämme und so weiter sehe ich da. Das ist auch nichts Weltbewegendes. Ja, und hier sind wir auch schon am äußeren Bereich dieses ganzen ehemaligen Core-Depots. Hier vorne, also hinterm Zaun, befindet sich Übungsplatz der Bundeswehr. Der wird auch aktiv genutzt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie das ist mit Begehen desselbigen. Ob wir hier auch so eine Regelung haben, dass entsprechend außerhalb der Übungszeiten man sich darauf bewegen darf. Ich hatte da jetzt vorhin kein Schild gesehen. So, ich schwenke mal eben hier drüber her. Das ist, glaube ich, sowieso zu weit weg. Die Kfz-Kennzeichen kann man nicht sehen. Hier haben wir dann Polschuppen Nummer 9. Und das da vorne müsste dann Nummer 8 sein. Und wenn ich da bin, schalte ich euch wieder zu. Ja, ich glaube, Polschuppen Nummer 8, das ist eine ganz interessante Sache, denn der ist jetzt endlich mal nicht durch irgendwas belegt, sondern scheint so zu sein, wie er dann auch mal war. Und das habe ich gerade in dem anderen Schuppen auch schon gesehen, diese Struktur mit den Tanks, die hier stehen und auch mit dieser Brücke, die da oben drüber hergebaut wurde.
Ganz interessant. Boah, guckt euch mal, wie riesengroß diese Teile sind. Gucken, ob wir noch irgendwo vielleicht hier so ein Fassungsvermögensanzeige irgendwie haben, was da rein konnte an Volumen. Aber ich muss sagen, wenn man hier so neben steht, das ist schon beeindruckend. Ne? Also das sind echt richtig dicke Klopper, die hier drin stehen. Habe ich so auch noch nicht gesehen, ne? Weil ich war noch nicht in so vielen Core-Depots, beziehungsweise halt in solchen hier, wo auch so Betriebsstoffe in dieser Größenordnung gelagert wurden. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Also ist schon beeindruckend, kann man nicht anders sagen. Ja, die anderen beiden Flächen sind entsprechend frei. Das Ganze hier hat eine Vertiefung, so dass wenn Stoffe ausgelaufen wären die dann halt hier in diesem Betonbecken, hätten die sich dann gesammelt und wären dann nicht in die Umwelt geflossen. So war es auf jeden Fall geplant. So, 2 mal 100 Kubikmeter sind da also drin. Ja, wer da eine räumliche Vorstellung von hat, der wird ungefähr wissen, wie groß es ist. Ansonsten es klingt nicht so groß, ne? Hier haben wir noch ein kleines, so ein kleines Teil haben wir hier auch noch. Das gucken wir uns auch noch mal eben kurz an. Ist auch noch extra sogar eine Lampe oben drüber, damit man hier auch entsprechendes Licht hat. Das ist ein 3 Kubikmeter Behälter, der hier dann noch links daneben steht. Ja, und das hier wirkt schon so leicht U-Boothaft auch, muss ich sagen. Ganz interessant. So, jetzt gehen wir hier aber wieder raus und gucken mal, was hier vorne noch steht. Ja, hier sind also auch schon dann Teile dieses Fahrzeugtreffens, denke ich. Hier haben Leute schon ihre Kfz geparkt. Und das geht jetzt hier so die Straße weiter runter. Ja, ich denke, das können wir wohl mal eben filmen hier. Ja, das sind natürlich Sachen, da habe ich selber auch keine große Ahnung von. Diese ganze Kraftfahrzeugtechnik, das ist auch nicht so mein Steckenpferd. Das ist immer mal ganz nett anzuschauen, aber mich jetzt da genau mit auseinanderzusetzen, was haben wir da für eine Motorisierung und so weiter. Ja, das ist, ne? Ja, ne? So halt. Gut, ja, hier vorne haben wir dann nochmal den nächsten Polschuppen, der scheint auch komplett frei zu sein. Da ist auch nichts weiter drin. Der ist genauso erhalten, wie er dann auch mal war. Schöne Sache, das ist die Nummer 6. Dann haben wir folglich da vorne die 5 und die 4. Da werde ich jetzt erstmal nicht mehr weiter filmen, weil mir ist hier zu viel Privat, ne, Struktur von den Leuten, die hier so teilnehmen. Wenn ich dann da hinten bin, dann nehme ich euch wieder dazu. Ja, nochmal eben eine ganz andere Kleinigkeit. Ich habe mich natürlich jetzt entsprechend auch hier gekleidet und ich habe hier hinten, das ist eine tschechische Sturmgepäcktasche. Das ist ein bisschen speziell, das Teil. Werde ich sicherlich auch noch mal ein Review drüber machen, aber ich wollte euch das auf jeden Fall schon mal eben zeigen, dass es das gibt. Und ja, ich bin da noch geteilter Meinung zu dem Gerät. Aber wie gesagt, das gucken wir uns in einem anderen Video an. Ja, wir sind jetzt hier auch an dem Bereich vorbei. Sorry für das Rumgeeier. Es wird jetzt hier nicht, dieses Video wird keinen Kunstpreis irgendwo abräumen. Mit Sicherheit nicht. Hier haben wir nochmal wieder einen Fernmeldekasten, aber ohne Fernmelde. Ja, das ist halt irgendwie, da ist nichts mehr von an Struktur. Vielleicht war da auch nie was drin oder war vielleicht auch was anderes da drin. Mag auch sein. Sieht jetzt sehr sauber irgendwie aus von innen. Man sieht so kaum Spuren, dass da mal was drin war. Ja, hier vorne haben wir dann schon wieder Zaun und dahinter entsprechenden Übungsplatz. Ja, wir sind jetzt hier in dieser Schleife und wir kommen halt da vorne aus der Richtung, sind einmal hier so rumgelaufen und wir bewegen uns jetzt mal hier rechts der Schleife und schauen mal, was da noch kommt.
Ja, und damit herzlich willkommen beim Wegweiser zum Meldekopf. Und zwar, wir gehen da gleich her, wo ich das schon gezeigt habe. Ja, wir kommen von da rechts. Wir sind hier links diese Schleife gegangen. Da seht ihr auch nochmal diesen Schuppen Nummer 15. Ups. Und ja, jetzt gehen wir hier mal auf das Gelände und schauen mal, was wir hier noch so zutage befördern können. Hier haben wir erst nochmal wieder auch technische Gebäudestruktur. Hier zur Rechten. Schauen wir mal eben. Ah ja, wunderbar, da steht, ach gut, da haben sie auf jeden Fall, die haben die Halle irgendwann mal benannt. Nach dem Oberstabswirt Wilbel Lachmann. Das ist nämlich das Gebäude Nummer 16 hier. Finde ich schön, dass da so persönliche Sachen auch mal dran stehen. Der eine oder andere wird wissen, wer das ist. Das Wissen habe ich natürlich jetzt nicht so ad hoc zur Hand. Vielleicht finde ich da noch was beim Videoschnitt. Ja, hier haben wir die Halle 23. Das sind auch so Hallen, die sind auch recht ähnlich derer, die wir da oben im Norden gesehen haben, an der Dithmarsen-Kaserne. Oh, und hier haben wir, das ist hier Brandbekämpfungssatzhäuschen, das ist sogar in Tarn. Ja, leider ohne Ausstattung. Leider ohne Ausstattung. Hier würden eigentlich die Feuerpatschen hängen. Aber trotzdem toll erhalten und vor allen Dingen, dass es in Tarnfarben angemalt ist, ist witzig. So, und das, was auch cool ist, hier vor mir steht so eine Karre, ist das so ein DKW Munga oder sowas? Ich glaube schon. Ich interessiere mich aber eigentlich für dieses für das Brandbekämpfungshäuschen und gar nicht so sehr für das Kfz. Ja, habe ich euch dann noch mal eben kurz abgefilmt. Und hier in diesen Hallen, da scheint so ein kleiner Flohmarkt auch zu sein. Hier kann man Dinge kaufen. Da vorne hat der Reservistenverband sein Haus aufgestellt. Ja. Und hier ist es eben, das ist halt so eine kleine Händler- und Ausstellungsmeile hier. Ja. Ich gehe da jetzt mal eben drauf und dann zeige ich euch nochmal einen Rundblick. Ja, ich habe gerade den Veranstalter gefragt, beziehungsweise den, der das hier als Schienenherr betreut. Der rechnet so mit ca. 200 Kfz, die hier so anreisen. Und ja, weiß man jetzt nicht, wie viel sich dann hier noch an Menschen einfinden wird. Ich bin jetzt ganz früh da, also die haben hier so gegen 9 Uhr aufgemacht. Ja, ich filme hier einmal rum. Die Fahrzeuge, ja, filme ich euch gleich nochmal je nachdem ab. Hier haben wir noch so ein kleines Lager irgendwie aufgebaut. Hier finden wahrscheinlich auch so kleinere Schauen statt. Oh, hier haben wir die Briten auch, die sind hier auch vertreten. Da sieht man auch den Union Jack, sehr schön. Und dann haben wir hier entsprechende Ausschilderungen. Ja, ich hatte vorhin auch schon am Anfang gesehen, da waren nämlich auch schon, die waren auch schon britisch bekleidet, die Kameraden, die ganz am Anfang standen und uns hier in Empfang genommen haben. Das finde ich auch klasse, dass man hier so zusammenarbeitet und solche Sachen auch hat. Cool. Ja. So. Entschuldigung. So, ich filme das einmal so grob ab hier. Da soll sich jetzt keiner beschweren drüber. Die sind ja hier alle, stehen halt alle in der Öffentlichkeit. Guck hier, prima. Auch schön mit Tarnung. Hi. Ja, kein Problem. So, richtig klasse gemacht hier. Das ist eine schöne Darstellung. Hier die ganzen Fenster und so weiter abgetarnt mit entsprechenden Tüchern. Prima. So. Und Rex hat auch schon neue Bekanntschaften geschlossen. Ja. Jetzt gehen wir hier noch mal weiter. Das sind auch tolle Fahrzeuge, ne? Die man so ja von der Bundeswehr her gar nicht kennt. Das sind ja schon so Dinger, das sieht auch echt klasse aus. Na gut, der Brite wird sagen, ja okay, ne? Okay, ist halt so. So wie wenn ich einen Wolf sehe, dann ist das auch, ja, ist halt ein Wolf, ne? Toll. Oder hier so ein 2,5 Tonner oder sowas. Hier ist die Reservistenkameradschaft Nordstemmen, die sind hier unterwegs. Die sind hier auch vertreten mit ihrem entsprechenden Logo. Sehr schön. Ja, dann gehen wir hier nochmal weiter.
Was man hier auch machen kann, das sind so Geländefahrten. Ich weiß jetzt nicht, mit welchen Kfz das so möglich ist, aber mit seinem Privat-Kfz das auch machen darf. Aber es gibt hier so eine Art Parcours. Hier ist auf jeden Fall jemand, ein Maiden-Fan, wie man unschwer erkennen kann. Ich kann gar nicht weitergehen. Der Hund ist schwer beschäftigt. Ja, hier. Ja, sehr cool. Auch. Und jetzt gehen wir hier mal den Weg weiter runter. Und wenn da hinten was Interessantes kommt, dann nehme ich euch wieder dazu. Bisher gefällt mir das hier schon mal sehr gut. Ja, auf dem Weg da runter haben wir noch eine weitere Struktur. Auffällig angelegtes, rechteckiges Becken. Ja, das ist vielleicht schon eigentlich, vielleicht ist das schon auch ein bisschen groß bemessen eigentlich für den Fäulesteich. Das ist schon ein Riesenteil. Aber vielleicht hat man sich auch gedacht, ja, es ist vielleicht nicht nur Fäulesteich. Wir machen hier allgemein ein bisschen was. Legen einfach mal ein bisschen was Größeres an. Wir haben den Platz, ich kann es nicht sagen. Man kann auf jeden Fall, ich sag mal, von dem Ende aus kommt man da ganz hinten ganz gut rüber und von dem kommt man da hinten auch in den Bereich ganz gut rein. Ja, wie lang ist das hier? 150, 200 Meter ist ja bestimmt lang, dieses Teil. Also ist wirklich nicht ohne. Vielleicht war hier auch noch Stützpunkt von irgendeiner Schwimmeinheit. Olympiastützpunkt, Trainingsbecken oder sowas. Ja, ein super Scherz war das. Ja, guck mal, da hinten ist auf jeden Fall noch richtig was los. Da gucken wir jetzt natürlich nach, was da auf uns wartet. Da sind schon die ersten typischen, für so ein Depot typischen Hinweise natürlich. Keine offene Flamme hier, weil sonst fackelt alles ab. Und ja, hier sind dann noch Hinweise auf die Leitung. Aha, RAG Fuhrpark Oliv sehe ich da vorne drauf. Ja. Dann gucken wir mal. Da auch toll diese Einweiser, ne, dass man weiß, da muss man lang, links wie rechts. Richtig cool. Das ist alles richtig schön alte, liebevolle Struktur. Hier haben wir das Gebäude Nummer 24. Ja, das ist natürlich auch irgendein schmuckloses Bedarfsgebäude. Ja, schön ist immer, wenn man dann sieht, wie sich Leute dann hier einrichten. Da hinten hinter dem Gebäude das Tarnnetz abgespannt. Sieht auch richtig klasse aus, fügt sich hier toll rein. Hier kommen schon die ersten Kfz auch angefahren. Ich filme euch das. Mein Gott, so, ich halte da mal eben kurz drauf. Filmen wir mal eben, was wir hier sehen. Ah ja, das ist der Land Rover. Sehr schön, da ist der Wolf dahinter. Ja, guck mal hier. Dann geht es hier in die Einbahnstraße. Und dieser Einbahnstraße, der folgen wir jetzt auch erstmal. Und dann nehme ich an, dass wir hier irgendwo so eine Runde machen können. Ich habe mich jetzt gar nicht orientiert auf Google Maps, wie das hier genau aufgebaut ist. Aber ich denke, dass wir bisher eigentlich alles haben, was es hier zu filmen gibt. Und wir sehen auch, das ist hier sehr knapp bemessen, weil hier vorne ist schon wieder direkt hinter der Baumreihe befindet sich schon wieder der, ja, wahrscheinlich Standortübungsplatz. Da steht auch auf jeden Fall was auf dem Schild. Aber mal gucken, vielleicht finde ich nachher noch mal so ein Schild. Dann filme ich euch das. Ja, so, ich gehe jetzt erstmal hier weiter und nehme euch gleich wieder dabei. Hör mal was, wir kommen von da vorne und jetzt haben wir ihn gar nicht gesehen, weil hier überall Kfz vorstehen. Hier haben wir nämlich schon einen Bereich. Tada, hier haben wir schon Moon-Lagerhäuser. Richtig klasse. Auch mit Tarnschema. Ich habe gerade auch schon gefragt. Hier auf dem Gelände stehen nur noch etliche mehr, auch größere noch. Die werden wir dann gleich noch mal in aller Ruhe abfilmen können. Da müssen wir jetzt hier nicht bei den Leuten da in den Camps rumrennen. Das muss ja auch nicht sein. Das schauen wir uns dann gleich ja, in aller Ruhe an, wenn wir da hinten rumlaufen. Was für ein cooles Schild. Also die haben sich auf jeden Fall hier alle sehr wohnlich hier eingerichtet. Das sind schon schöne Sachen, die man hier zu sehen bekommt. Tolle Struktur. Und hier sind auch wieder die ganzen Kfz, die hier rumfahren. Also es ist hier schon, eine sehr bunte Truppe hier. Bisher alles super nette Leute. Die haben halt auch alle an einer Klatsche. Ja, das ist eben so.
Wunderbar. Ja. Hier auch schön das holländische Desertzelt. Hier nochmal wieder wunderbare Feuerlöschinfrastruktur mit dazugehörigem Schild. Prima, prima, prima. So, jetzt gehen wir hier nochmal weiter rum. Also wir sind immer noch auf der Straße, wo ich gerade angefangen habe zu filmen. Moin. Hier ist wirklich richtig was los. Top. Das ist natürlich auch ein Gerät. Junge. Das habe ich gehört. 50 Liter verbrauchen die auf 100 Kilometer. Munkelt man. Ich weiß es nicht. Hier sind auch noch mal welche untergezogen am Rand des Depots. Ja, ich muss noch mal zurückgehen. Der Hund ist wieder sehr aufgeregt. Ja. Hi. Hallo. Ja, da hat man ein schönes Beispiel gesehen eines M84 Tarnanzuges. Ja, sieht man jetzt auf der Kamera nicht mehr so gut. Dann haben wir hinten, bevor wir nur noch Kfz filmen, haben wir hinten auf jeden Fall noch ein Nottor oder ein zweites Einfahrtstor. Da kann ich jetzt auch nicht so nah rangehen. Das ist halt ein bisschen Privatbereich da auch. Ne? Ja, da werden die Solarpaneele rausgeholt, um irgendwelche Batterien zu laden, etc. pp. Sehr schön. Ja. Jetzt öffnet sich hier wieder das. Jetzt wird es doch warm. Ne? Also die Sonne. Die hat natürlich schon Wumms. Deswegen werde ich jetzt das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Weil mit dem Dexter wird das irgendwann schwierig in der Sonne. Da müssen wir uns gleich nochmal ein schattiges Plätzchen suchen, dass wir ein bisschen durchschnaufen können. Was wir hier aber auf jeden Fall haben, ja, die kleinen Moonlagerhäuser, die 25er, die haben wir jetzt nicht richtig filmen können, weil bisher kamen keine mehr, die frei waren. Aber wir haben hier die großen noch. Das ist natürlich also dieses Tarnschema, das sie da aufgebracht haben, einfach auch richtig klasse. Sogar die Türen sind damit angemalt worden. Prima Zustand, sieht toll aus hier. Könnte man sicherlich auch ohne Riesenaufwand wieder reaktivieren. Ja, wir gehen jetzt hier nochmal weiter. So, und hier sind auch noch einige Wagen ausgestellt. Das sieht ja auch mega klasse aus hier mit so einer richtigen Zentrale da oben drin. Ja, ich bin halt, was das anbelangt, das kennt bestimmt der eine oder andere. Was steht hier? Flugsicherungsanlage ist das. Okay. Mobiler Platzkontrollstand, Radarkontrollstand etc. pp. Ja, das ist dann da oben so gesehen der Tower, ne? Würde ich mal sagen. Klasse. Sehr schön hier auf jeden Fall. Hier kann man es aushalten. Und auch hier dieser Ford sieht man ja heute auch nur noch ganz selten auf Deutschlands Straßen. Ja, nächstes Jahr werde ich hier auch Ausstellungen machen. Gucken wir mal, machen wir hier Joscha Dexter Spezialausstellung. Fragt sich nur mit welchem Kfz. Aber schöne Sache. Moin! So, Feldjägerabteilung haben wir hier auch. Den schönen Omega B, das sind auch tolle Autos. Hätte ich auch gerne. Und auch wunderbares Schild noch davor stehen. Klasse. Gehen wir einfach so weiter, um euch das hier mal so zu vermitteln. Einfach den Eindruck, den man hier so hat, wenn man hier langläuft. Hier auch noch die britischen Kfz alle auch abgetarnt. Geht das hier weiter. Ja, der gelbe fällt so ein bisschen aus der Reihe. Aber das merkt ja nichts. Ja. Und dann gehen wir hier noch weiter. So, haben wir noch hier einen Schwenk gemacht auf die Seite rüber. Auch schön hier mit dem Tarnnetz abgespannt. Ja, das sind schon schöne kleine Camps, einfach mit Militärausrüstung. Cool. So, ich mach das mal eben aus und gleich wieder an.
Ja, so der Dexter hat auf jeden Fall die Vorzüge dieser schlammigen Struktur erkannt. Mal ein bisschen kühlen, aber na, richtig toll sieht das hier auch nicht aus. Da kommen wir jetzt wieder raus. Komm mal raus hier. Ja, wir haben hier irgendwie auf jeden Fall so eine Sammelanlage für Abfluss, ablaufendes Wasser. Das mündet dann hier so rein. Ja, da weiß einer nicht, wie tief es ist, hat ein bisschen Schiss. Ja, so sieht es hier halt aus. Abwasserstruktur in irgendeiner Weise läuft hier so entlang des Platzes. Wir kommen von da vorne. Die Strecke hatte ich euch da jetzt nicht gefilmt. Ja, ich bleibe noch ein bisschen hier unten. Mal eben gucken, ob der noch mal hier irgendwo in so ein Wassertal reingehen kann, was einigermaßen... Nee, das ist alles nicht mehr schön. Nee, wir suchen uns jetzt einen anderen Platz. Ich habe auch Trinken mit für den. Das kriegen wir hin. So. Uiuiui. Ja, jetzt haben wir hier noch eine weitere Schleife. Das ist natürlich auch wirklich cool gemacht, dass wir diese Moonlagerhäuser da im Hintergrund haben und das ganze Gerät davor. Ist nett. Da ist das belgische Zelt. Das werde ich bald auch noch einmal testen. Hier haben wir Found Kraka. Auch ein sehr cooles Kfz. Also ja, die habe ich gerade auch schon mal gesehen. Bin ich da nicht drauf eingegangen. Ich wollte euch nicht langweilen mit den Brandbekämpfungssatzhäuschen, aber man hat hier teilweise dann so Insektenhotel-mäßige Sachen mit eingebaut. Finde ich auch eine nette Geschichte. Warum auch nicht? Ne? So, jetzt kommen zum Glück gleich mal wieder ein paar Wolken, beziehungsweise da hinten ist etwas Schatten. Das ist schon besser für uns. Hier nochmal wieder entsprechende Wegweiser. Ich das mal kurz ab hier. So. Hier ist noch ein Telefonhäuschen auf dem Gelände. Ja, gut. Ich denke, die Struktur hier tritt ein bisschen in den Hintergrund. Aufgrund der ganzen Kfz, die man hier sieht. Ja, wir gehen jetzt trotzdem noch mal eben komplett durch bis zum Ende hier dieser Moonlagerhausreihe. Oder der Hund will noch einmal dahin, das Ding lassen sich abkühlen. Ja, guck, dem ist total warm. Ja, ist doch total schön, was er jetzt da gleich an sich hat, aber er wird trocknen und dann werden wir es abstauben können. So, Dexter, komm her. Das reicht jetzt. Ja. Ach komm, ihr seid live dabei. So, jetzt ist es auch gut gewesen. So, guck mal, wie schön ich jetzt aussehe. Ja. Ich bin ein Bulli-Schwein. Ja, ja. Machen wir nichts dran. Ist in Ordnung. Tierwohl geht vor Sauberkeit. Obwohl, ob das jetzt so Tierwohl war, dass er dann im Graben war, weiß ich nicht. Andersrum, da drin wachsen und gedeihen Pflanzen. Also so schlimm kann es nicht sein, was da drin ist. So, hier gehen wir noch mal weiter. Dann geht es woanders hin, geht es nach rechts, das ist auch schön. Ah, da kann man, naja, ich habe schon, weiß schon, was das bedeuten soll. Na, so, wir gehen weiter hier. Ja, ja, ja. Du siehst auch super aus jetzt. So, genau. Wir kamen aus der Richtung, sind hier in die Eimerstraße links abgebogen, haben einen Bogen gemacht, eine Schleife. Wir befinden uns jetzt hier wieder auf der Zielgeraden zu dem Hauptgelände, wo die Ausstellung auch ist. Und wenn ich da bin, dann schalte ich die Kamera wieder ein. Ich mache das jetzt erstmal aus, sonst wird das hier zu langwierig. Jetzt haben wir hier nochmal einen Schwenk, beziehungsweise eine Übersicht auf den Platz von der anderen Seite. Wir sind ja vorhin da so drüber hergelaufen. Da vorne, da sieht man ein Patriot-System aufgebaut zum Schutz der Veranstaltung hier, nehme ich stark an. Und oh, hier vorne haben wir noch eine, das ist noch so eine Nissenhütte. Was macht die denn eigentlich hier auf dem Gelände? Da muss ich gleich noch mal jemanden fragen, der das mir eventuell beantworten kann. Das kenne ich auch eigentlich gar nicht.
als deutsche Struktur. Sowas ist eigentlich immer britische Struktur. Die haben diese Häuschen gerne mal oder öfter. Das ist mir so jetzt gar nicht hier bekannt. Wir werden aber einmal reinschauen auch in die Sache. Dass wir hier keinen stören. Ja, hier ist also so eine Art Aufenthaltsraum, wenn man so will. Hier ist ein Gewehrständer. Konnte man dann sein Gewehr hinstellen. Und ja, ich weiß es nicht. Das ist eine Art Pausenraum oder sowas. Hier auch irgendwelchen Kisten, Munitionskisten zusammengezimmert. Auf jeden Fall eine interessante Struktur, finde ich. Das hätte ich jetzt hier auf dem Gelände nicht so erwartet. Gehen wir mal hier rechts weiter. Also vom Prinzip haben wir jetzt erstmal das, was für mich offensichtlich zu sehen war, habe ich hier gefilmt. Und alles andere, was wir hier noch filmen werden, das wird dann noch irgendwie so ein Bonus sein. Ne? Ich gehe noch mal da vorne in den Bereich, mal eben schauen. Vielleicht kann ich auch ganz vorne vom Eingang dann noch mal eben den Rest abfilmen, dass wir das ein bisschen kompletter haben. Ja, so, da vorne ist das Gelände und jetzt nehme ich mal eben die Chance hier wahr, weil hier ist jetzt keiner mehr. Jetzt können wir hier noch mal ein bisschen ausführlicher das vordere filmen auch. Hier haben wir dann das entsprechende Heizkraftwerk, Gebäude Nummer 3. Ich suche immer noch die Hundedusche. Oh, jetzt haben wir Anruf. Da ist wahrscheinlich derjenige dran, mit dem ich mich treffen wollte. Da gehen wir mal eben gucken. Ich bin sofort zurück. Hier vorne haben wir eine kleine Verladerampe. Das ist auch ein ganz nettes Teil. Ja. Und letzten Endes habe ich euch der vordere Bereich komplett gefilmt. Das hier war dieses Gebäude mit der Nummer 2. Da gehen wir auch noch mal eben drüber weg. Ja, wir gehen einmal noch nach vorne zu so einer kleinen Gebäudestruktur. Das hatte ich gerade am Anfang nicht gefilmt. Da haben wir hier noch so eine zwei so Stellungen aus irgendwelchen Blechkisten. Haben wir die zusammen gebastelt hier. Ist auch immer schön, diese improvisierten Sachen zu sehen. Das wollen wir noch mal eben einmal kurz abfilmen. Ne? Ein kleines Dach drauf gesetzt und dann eben entsprechend auf so einer Palette stehend, so dass man die Teile auch jederzeit verstellen kann, wo man sie gerade braucht. Ja, einen Schutz hat das natürlich nicht. Ne? Das ist ganz dünnes Blech. Nur diese Kästen müsste man dann letzten Endes noch mit entsprechenden Sandsäcken sichern. So, jetzt rufe ich mal eben an und vielleicht kriegen wir gleich noch was wegen der Nissenhütte. Ja, so, guck, jetzt habe ich hier fachkundige Begleitung auf meinem Rundgang. Ich habe mich hier noch mit dem Manfred von relikte.com getroffen. Habe ich doch noch erfahren, wo hier noch eine Nissenhütte steht. Auf diesem kleinen Durchfahrtsweg oder Einfahrtweg waren wir vorher noch nicht. Das übrigens, was ihr jetzt hört, das ist so ein Einachs-Sirenen-Anhänger vom Zivilschutz. Der hat das gerade, wie heißt das? Der hat das gerade so gesehen aufgebaut und macht jetzt hier erstmal noch ein bisschen Vorführung. Ja, wir gehen noch mal ganz kurz hier bei der Nissenhütte gucken. Ich gehe da jetzt nicht rein, aber wir haben da auf jeden Fall Glas in der Tür drin. Ja, so sieht das aus. Ach ja, komm, wir gehen doch mal eben mal rein. Das ist ja jetzt kein Akt. Mal eben zu gucken. Dann haben wir hier auch wirklich ziemlich alles an Struktur gefilmt. Ja, guck, das sieht hier genauso aus wie dem anderen Teil. Hier links sind dann auch, sieht nicht so gut, aber auch die Gewehrplätze, Gewehrhalterungen. Ja, der Rest ist ziemlich verfallen, ne? Bis halt auf das Metall-Rundbogendach. So. Ja. Dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Dann schauen wir weiter. Ja, dann zeige ich euch jetzt noch eben hier eine weitere Löschwasserzisterne. Eine hatten wir ja vorhin schon gefilmt. Wir kommen aus der Richtung, da war diese Nissenhütte auf der rechten Seite. Und ja, hier gut zu erkennen. Auch hier vorne wieder mit diesen Betonelementen oder oben drauf sind es, glaube ich, einfach nur Randsteine, die hier drauf gelegt wurden. Hat auch so leicht verbunkert. Und dann
hört das hier auf. Hier geht es dann nicht weiter und da vorne geht es dann entsprechend wieder zurück.